Das Auto macht mich fertig. Oh Mann, mich auch. Volkswagen, das Problem. Es ist Neugier, die uns treibt, die Ferne, das Unbekannte. Die Freiheit, mit den Jahreszeiten zu reisen. Aktuell sind wir in Südamerika. Willst du mit uns einen ganzen Kontinent entdecken? Dann buch jetzt dein Ticket. Was kostet das? Nichts natürlich, ist gratis. Na dann, bin ich dabei. Wir sind Alessandra und Björn, auf Weltreise in einem 40 Jahre alten Auto. Sind wir verrückt? Ist es verrückt, mit einem Volkswagen T3 von 86 durch Südamerika zu reisen? Warum machen wir das? Warum nicht in einem modernen Fahrzeug? Wir sind in den letzten 7 Monaten mit ihm hier von Montevideo über Buenos Aires immer weiter Richtung Süden, Richtung Feuerland, bis eben Ushuaia, bis ans Ende der Welt. Und am Ende der Welt, klar, was macht man am Ende? Sind wir umgedreht, sind dann langsam wieder Richtung Norden und dann immer wieder zwischen Argentinien, Chile hin und her. Haben dann die berühmte Carretera Austral gemacht, also Ripio, 600, 700 Kilometer Schotterpiste. Das war richtig übel. Ja, und sind dann immer weiter Richtung Norden, Richtung Santiago de Chile, über Santiago de Chile, immer weiter Richtung Norden, Richtung Atacama-Wüste, San Pedro de Atacama und dann vor ein paar Tagen über die Anden wieder nach Argentinien und sind jetzt in Salta. Also wenn man mit einem VW-Bus unterwegs ist, kann man mal schwer davon ausgehen, dass das nicht ohne Probleme vonstatten geht. Die unter euch, die VW-Bus fahren, die kennen das. Angekommen in Buenos Aires. Die scheiß Dieselpumpe ist im Arsch. Das heißt, wir haben jetzt richtig blöden Stress, also richtig blöden Stress und müssen dieses Teil, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, dieses Teil auswechseln. Dieselpumpe kaputt, danach Kurbelwellenentlüftung, dann Ölaustritt in Rio Gallegos, also kurz vor Feuerland, haben wir gedacht, der Motor platzt. Wir haben dann einen Turboschaden gehabt, also der Turbo hat nicht mehr funktioniert auf dem Weg zur Carretera Austral und auf der Carretera Austral ist uns dann auch noch die Antriebswelle kaputt gegangen. Alle 30 Kilometer müssen wir jetzt irgendwie diese Antriebsachse in Ordnung bringen, damit sie nicht schlackert. Und wir haben noch, also jetzt sind jetzt noch 200 Kilometer bis Port Montt. Also wir haben wirklich volles Programm gehabt und ja, man kann sich wirklich fragen, warum tut man sich das an? Ja, perfekt. Schau hier, Sie haben es, es ist da. Volkswagen, perfekt. Perfekt. Also man kann schon sagen, wir wurden vom Pech verfolgt. Also wir haben schon gedacht, wir ziehen eine schwarze Spur hinter uns her oder uns ist eine Katze irgendwie eine schwarze über den Weg gelaufen. Also es war schon mehr so, also nicht so Volkswagen das Auto, sondern eher Volkswagen das Problem. Mit jedem Problem hat sich aber auch irgendwie immer eine Möglichkeit aufgetan. Man sagt ja generell, wenn sich eine Tür zumacht, macht sich eine andere auf. Aber das war schon krass. Also das Beispiel mit Coaike. Wir waren so am Verzweifeln. Wir wussten, wir wollen jetzt die Carretera Austral fahren und wir haben auf einmal keine Leistung mehr. Das Ding funktioniert einfach nicht mehr. Und ich war mit meinem Latein am Ende, ich wusste nicht weiter. Und wir haben schon voll aufgegeben gehabt. Das ist vorbei, haben wir gedacht. Ja. Und eine Werkstatt da unten zu finden, Ersatzteile auch schwierig. Auf jeden Fall treffen wir den Esteban und seine Frau Paola. Und auf der Straße beim Gassi gehen und wie sich herausstellt, hat der ein T3 in der Garage stehen und ist auch noch richtig fähiger Mechaniker und wir haben das Problem am Sonntag, am nächsten Tag, was Sonntag war, in seiner Freizeit ja, in 4-5 Stunden Arbeit gelöst gehabt und wir konnten die Carretera Austral fahren. Also da, wo eine Tür zugegangen ist, ist immer wieder eine andere aufgegangen.
Wir können weiterfahren. Danke, gracias, muchas gracias. Bei der Antriebswelle auf der Carretera Austral war ja genau das Gleiche. Das ist kaputt gegangen. Wir haben innerhalb kürzester Zeit einen Kontakt vor Ort gehabt, also Sergio. Und der hat uns geholfen und seine Werkstatt zur Verfügung gestellt, um diesen ganzen Kram zu lösen. Also auch da, innerhalb von einer halben Stunde, war das Problem in guten Händen. Sergio, sí. ¿Tú eres fan de Volkswagen? Sí. Wow! Guckt euch das an, Leute. Was der Knaller und so ruhig. Sergio, me ha gustado mucho tu taller. Muchas gracias. Era vero un sueño y tú, como te he dicho la última vez cuando hemos hablado, eres uno de las personas que dejan estos coches viejos a la calle. Sin ti no es posible. Tú tienes una pasión por Volkswagen, ¿es correcto? Sí, sí, mucho. He visto que... ¿Cuántos coches tienes? ¿Un Golf 2, un otro Golf 2, un Beetle? Son dos Golf 2, un Escarabajo, un Variant tipo 3. El viejo que está ¿sí? ahí, ¿cuántos años tiene? Es del año 1971. 71, imagínate, 71. El coche de 71, él lo pone a mover otra vez. La T3, año 85, y esos son los coches antiguos. Bueno, ¿y tú eres autodidacta o has hecho una educación? ¿O cómo? Sí, tengo educación, sí. Qué bueno, Vero, sí. Nos ha gustado mucho porque, esto digo en alemán, also es gibt keine Werkstätten mehr, die sich die Zeit nehmen und einfach mal stundenlang den Fehler suchen. Y él ha buscado con nosotros el fallo Vero horas. Also er hat wirklich mit uns stundenlang diesen Fehler gesucht und uns geholfen. Also tú nos ayudaste sin tu manera de apasionata y ponerte dentro es imposible. Y nos ha gustado mucho. Sí. Tenemos que decir que tú estabas también más rápido como, ¿cómo se llama? En Alemania hay un servicio de coche que se llama ADAC. Y este es un servicio de coche cuando necesitas urgencia. Tú lo llamas y vienen y te salvan. Y tú estabas más rápido como ellos. Porque estaba cerca en el lago Chapo. Sí, exactamente. Justo andaba por ahí. Pero nosotros teníamos los problemas y hemos llamado y tú estabas media hora, creo, después ahí. Y, impresionante, Vero. Qué rápido. Tengo que decir que me ha gustado mucho. Por eso tenemos un regalito para ti. No. Es de nuestra puerta vieja, pero ahora tenemos una otra puerta sin este signo. Y tú, muchas gracias. De nada, tú tienes muchas gracias. Todas las cosas de Volkswagen y por eso quería hacer. Original. Ja. Original. Muchas gracias. Sí, original de T3. Original de T3 y una buena imagen a la reunión de nosotros tres porque nos ha gustado mucho. Sergio, era un sueño y te voy a conseguir en el internet a todos los T3 drivers de Alemania que vienen a América Sud. Cuando hay problemas a la carretera austral y llegas a Portmont, es Sergio que te salva la vida. Muchas gracias, Sergio. Bueno, no hay de qué. Sergio war wirklich der Knüller. Das hat echt viel Spaß gemacht. Liebe Grüße nochmal. Wir sind von dort aus dann wieder Richtung Norden. Also es ging dann weiter, die Route 5, immer weiter in Chile Richtung Norden. Und da ist uns dann erstmal der Ladeluftkühler abgekackt von der Ladeluftstrecke. Den konnte ich aber selber reparieren. Also never-ending Story. Und im Norden ist das nächste Treffen der T3-Familie sozusagen anberaumt. Und das steht schon so lange im Raum. Also wir fahren nach San Felipe de los Andes, also das war das nächste Ziel. Und San Felipe de los Andes ist sehr nah an Santiago de Chile dran. Und dort in San Felipe de los Andes wohnt eben Mario. Und Mario Silva, also wie soll man sagen, also ein super lieber Kerl aus der T3-Community. Und der hat uns ja schon ein halbes Jahr vorher, schon bevor wir überhaupt angekommen sind in Südamerika, hatten wir von dem die erste Mail, dass wenn wir in Chile sind, wenn wir irgendwann in der Gegend sind, sollen wir uns bei ihm melden. Und das ist unser nächstes Treffen. Und was wir hier in San Felipe de los Andes entdeckt haben, hätten wir nie erwartet. Also alles voller T3-Busse, T2-Busse,
jedes Ersatzteil, was nur erdenklich möglich ist. Und auch unsere Antriebswelle, die ja irgendwie nicht länger als 800 Kilometer überlebt hat, was allerdings am Ersatzteil lag, konnten wir hier nochmal ersetzen und sind sogar an SKF-Teile rangekommen. Also Mario, ja, das ist echt ein Stop, ein echter Pitstop. Me encanta que tú nos invitaste. Tú nos escribiste la primera vez, creo, por 6 meses antes de hoy, ¿es correcto? Es correcto. Tú has visto nuestro canal y has visto que esto Instagram, ¿no? Exacto. Yo estoy siempre en las redes mirando sobre todo los T3 viajeros, extranjeros, y la idea es que se sientan como en casa acá en Chile, que tengan repuestos, auxilio, un lugar seguro para hacer su mantenimiento y que su viaje sea bueno en nuestro país, bueno en Sudamérica y que se sientan acompañados. Están lejos de su casa, pero que se sientan como familia con nosotros acá. Esa es la idea. ¿Se puede decir al final que tú eres el papá del grupo T3 aquí en Chile? ¿Es correcto, no? Se podría decir que sí. Llevo en este tema desde el 2005, 2006, cuando compré mi primera camioneta, mi primer furgón, ese ahí. Y de ahí comenzó un proceso de búsqueda de conocer el T3. Y me esforcé para traer lo mejor que estaba en el mercado para él, para que disfrutáramos el T3 y el país. Y en el tiempo he ido adquiriendo más vehículos. He comprado uno, he comprado otro. Y ahora estamos en un proceso de restaurar el que está acá a mi lado. Y eso, y con la venida de ustedes, acá, yo veo una técnica que para nosotros es nueva. Y veo que lo están pasando bien. Y una pregunta, ¿cómo te ha venido la idea en 2005 de comprarte un T3? Porque aquí no es muy común, ¿no? En Chile, no. ¿Cuántos T3 hay en Chile? Yo calculo que en T3 en Chile deben haber 130, 140 en total, máximos. No hay más que eso. En todo Chile, en todo el país, 140. Pero ¿Y cómo ha venido tu idea? La historia de eso es una que yo vi el año 93, 94, ese furgón, ese Westfalia lo vi en una casa. Estaba abandonado. Y yo hablé con mi mujer y le dije, ese va a ser mío. Y pasaron 12, 13 años y encontré el propietario, que era un señor de mucha edad, 84 años, libanés, y el auto estaba destruido, completamente destruido, sin vidrios, sin nada en el interior. Y me recuerdo que me lo vendió en $470. Y me dijo, tú eres loco. ¿Y por qué, señor Adonis Atala? ¿Por qué tú dices que yo soy loco? Porque no voy a encontrar nada en Chile que te sirva. En la época yo viajaba mucho a Brasil de camión y pensé, en Brasil encuentro de todo. Y la verdad es que en Brasil no existe nada. No, nada. El T3 no existe. No existe nada en Brasil. El T2 sí, el T3 no. Y comencé a pesquisar y ahí me compré mi segundo T3. Lo usé el segundo T3 y ya cuando descubrí la manera, la mecánica, descubrí los placeres de andar en él, lo paré y armé lo que estamos viendo acá atrás de color naranja. Y ha sido agradable. Me ha cambiado la vida, he continuado viajando. El sueño de viajar para algunos lo están cumpliendo hoy y el sueño de viajar conmigo ya lo vengo practicando hace 40 y tantos años. Qué bueno. Así que ha sido una experiencia buena. Y Mario también nos ha enviado este chico que nos ha salvado la vida, Sergio la última vez, la ayuda en Portmont. He llamado a él y media hora después ha venido la ayuda a Portmont. Muchas gracias. Impresionante. Y también muchas gracias por estos días aquí. Bienvenido. Tengo que decir que era un sueño y seguro cuando vosotros tenéis un T3 o sois viajadores y necesitáis ayuda, un lugar para montar el coche, ¿cómo hacemos? ¿Un contacto dentro en el internet? ¿O cómo Totalmente permitido. Vamos a generar en Overlander el punto como un punto W house y la idea es que estén los viajeros acá. Esto y pongo tu Instagram account en nuestro YouTube. Perfecto. Que la gente puede seguir venir, en Instagram. dar mi teléfono. La seguridad acá es por sobre todo lugar cerrado. Creo que estamos en un buen lugar, un buen punto y yo sé la necesidad de ustedes porque también soy viajero y creo que esa es la meta. Sí, se sientan ustedes como en casa, puedan dejar sus cosas con confianza, no tengan horario para salir, no tengan horario para llegar.
No, Vero, era perfecto, nos ha ayudado mucho de hacer el próximo step de nuestro coche para las montañas ahora y para el desierto Atacama. Te digo gracias y seguro vengo otra vez. Me ha gustado mucho. Gracias, Mario. Ciao. Ciao. Also der Stop bei Mario, der hat uns erst vorbereitet auf die Wüste. Wir haben doch einiges gemacht am Auto und ohne Marios Hilfe wären wir nicht vorbereitet gewesen für die Atacama und auch nicht für die Anden. Von dort aus sind wir dann Richtung Norden und wir hatten dann auch schon das nächste Treffen. Also wir haben ja kurz vor der Atacama-Wüste die letzte Hoffnung, kann man sagen, die letzte Instanz in Huasco am Meer ist Alfonso. Und Alfonso gehört auch zur T3-Community, hat da so einen kleinen Campingplatz, also wirklich der letzte Ort, bevor es ab ins Desert geht. Und da kann man auch gut am Auto schrauben. Alfonso hat auch einen schönen Schatz im Garten stehen. Alfonso, qué guay que ha funcionado esto, que estamos muy felices de estar aquí contigo a tu lugar. Björn, muy bienvenido a nuestro pequeño lugar al final, digamos, de la ruta o al inicio de la ruta costera entre Huasco y Caldera. Un placer tenerlos acá. Hemos recibido otros viajeros también y la idea nuestra es que ustedes vengan, se sientan a gusto y estén en un ambiente muy familiar para ustedes, que la pasen muy bien. No, Vero tengo que decir, él nos ha tomado como familia y nos hemos encontrado perfecto aquí. Y él es la última esperanza. Esto dice que a partir de aquí no viene nada más. Aquí es el desierto Atacama y el lugar donde puedes descansar, recargar la energía antes de salir. Me ha enviado Mario aquí y tú eres también parte del grupo T3 en Chile, ¿es correcto? Sí, correcto. Mario es una muy buena persona. Él hace muchos años que administra el grupo de Volkswagen T3 y él, con todas sus amistades que tiene, normalmente los contactos los envía cuando vienen hacia el norte, rumbo a San Pedro de Atacama u otro lugar acá en el norte de Chile. Él siempre me contacta vía WhatsApp y me envía a las personas para que yo las atienda acá y con mucho gusto los recibimos. Also yo he visto que estaban mucha otra gente de T3 aquí, pero no puede solo venir gente de T3, también de cada tamaño de camperista están aquí, ¿cómo se llama? Bienvenidos. Bienvenidos a Parking Chulengo Caravan en Playa Baratillo, a 15 kilómetros de Huasco. Perfecto. No, y tú eres también fan de Volkswagen, veo. ¿Cuántos años haces ahora este rollo de reparar siempre y nunca termina? Yo creo que empecé, yo en este momento tengo 68 años y empecé yo creo que como a los 21 con Escarabajo, Beetle, año 81, después tuve un año 59 y después me mudé a una Volkswagen T3 que es la que tengo ahora y también tengo una T2 Pickup. Y un Escarabajo, año 86, un 1303. Impresionante. Entonces veo aquí, el amor de Volkswagen es más profundo como en Alemania a muchos lugares. Vamos a ver tu T3. Vamos. Ja, den wollen wir natürlich sehen. Ich habe ihn ja schon gesehen und die haben hier immer so eine Liebe zu den Fahrzeugen. Und das Schöne ist, na klar, rosten die ja auch, aber hier gibt es halt kein Salz auf der Straße und die Atacama hat 1 Millimeter Regen im Jahr. Da halten die Autos auch ewig, ne? Das muss man ja mal dazu sagen. Zeig mal, ach, da steht das Schätzchen. Zu schön. ¿Y qué era? ¿Una ambulancia? Una ambulancia. Ja, und hier sind alle Erinnerungen der Reisenden. Guckt euch das mal an, das ist so schön. Digo, muchas gracias por todo, muchas gracias que nos tomaste aquí y venimos seguro con una gana grande otra vez. Sí, muy amable Björn, y todos los viajeros que quieran pasar por acá serán bienvenidos. Sí, hacemos abajo en la descripción donde es y cuando necesitas en Chile, en el norte, dirección Atacama, un lugar bueno para descansar directamente a la playa, estás correcto aquí. Alfonso. Saludos. Gracias, Alfonso. Es su casa. Salud por ustedes. Muchas Salud. gracias.
Fakt ist, wir sind mehr als 8000 Kilometer durch Patagonien, über Rippelpiste, Stock und Stein. Also wir haben dem wirklich gegeben. Der hat natürlich gelitten. Und wir haben überall, wo wir unsere Wehwehchen hatten, haben wir auch Hilfe bekommen. Sei es in Südargentinien, aber vor allem in Chile, vom Süden bis in den Norden. War immer jemand da und die T3-Community, die funktioniert so unglaublich gut in Chile. Ja. Das ist echt der Knaller, ja. Also, ja, also hat uns beeindruckt. Und Volkswagen, das Problem, ja, also definitiv eine never-ending Story. Aber ist eben auch das Auto, was man reparieren kann. Und wie soll ich sagen, also jeder, der sich einen Volkswagen kauft und mit so einem Ding durch die Gegend reist, also gerade mit einem Älteren, der weiß, dass er unfreiwillig zum Mechaniker wird. Aber dass es möglich ist und dass es überall auf der Welt und in den hintersten Ecken irgendjemanden gibt, der so bekloppt ist wie wir und der Bock hat, so ein Ding am Laufen zu halten und dementsprechend immer wieder eine Idee hat, wie man reparieren kann, wie man selbst in Coyhaique an Ersatzteile innerhalb von einem Tag rankommt. Ja, für ein 40 Jahre altes Auto, das ist schon recht cool. Deswegen Resumen. Wir würden immer wieder mit einem Volkswagen fahren und mit einem T3, weil wir finden auch immer wieder jemanden, der uns aus der Patsche hilft. Und das ist der Hauptgrund. Auch wenn es 1000 Gründe gibt, die dagegen sprechen. Tausende. Es gibt einen einzigen Grund, der so wichtig ist. Man kann ihn reparieren. Punkt. Y aparte las razones mecánicas y de pasión que giran en torno al mundo del Volkswagen Bus, hay una razón más para nosotros porque hemos decidido de viajar con nuestro Volkswagen T3. Cuando nos hemos conocido en Tenerife, Björn tenía ya Hermann. Y también sí, sería imposible reconocerlo hoy después de todos los trabajos y las modificaciones que hemos hecho en este tiempo, en estos años. Y cuando nos hemos conocido, desde el inmediato hemos empezado a viajar entre las Islas Canarias y hemos empezado a conocernos. Y tuvimos un tiempo maravilloso. Entonces estamos sentimentalmente, puedes decir, conectados a Hermann. Nuestra historia empezó con Hermann, creció con Hermann y no pudimos imaginarnos el viaje de nuestra vida con cualquier otro vehículo. Ja, absolut. Also er ist auf jeden Fall ein Teil der Familie geworden und das ist der Unterschied zu vielen anderen Autos. Larga vida, Hermann! Jetzt seit mehr als 23 Jahren und der Weg geht weiter. Weg geht weiter. Für uns geht es auch weiter. Wir machen eine kleine Videopause. Einfach, es ist ein Reiseabschnitt zu Ende. Wir müssen uns ein bisschen neu ordnen. Wir haben was ganz Geiles vor. Das sagen wir aber jetzt noch nicht. Das kommt dann eben nach der Videopause. Das ist eine Woche und danach geht es weiter. Und, y después cambiamos nación. Cambiamos país. Also. No digo. Ah. Okay. So ich verstehe es nicht. Ja, Sie wollte schon spoilern. So, aber nochmal was ganz anderes. Vielen lieben Dank, also vielen lieben Dank an euch, die uns bei PayPal unterstützen. Ja, also es ist echt vielen Dank. Super, super klasse und also gibt uns ein bisschen mehr Luft zum Atmen, weil das war schon ein bisschen schwierig die letzten Tage, Wochen. Ja. Y gracias a todos los que nos siguen, hemos llegado casi a 5.000 Follower y es un grande número. Muchas gracias. Ja, danke. Also, ja, dann sehen wir uns in 2 Wochen. Bis dahin, eine schöne Zeit. Ciao.